Klingel bitte an der Tür, Anna. Ich bin ein bisschen nervös, Max. Keine Sorge, wir sind pünktlich hier. Pünktlichkeit ist in Deutschland super wichtig. Da öffnet seine Mutter schon die Tür. Sie gibt mir fest die Hand. Ja, man grüßt hier jeden mit Handschlag. Sie sagt, wir sollen die Schuhe ausziehen. Das ist in deutschen Wohnungen oft so. Hier sind bequeme Hausschuhe für uns. Der Vater kommt auch in den Flur. Er schüttelt dir auch die Hand, Max. Er schaut mir dabei direkt in die Augen. Das zeigt Respekt in einer deutschen Familie. Es riecht hier schon total lecker nach Braten. Ja, der Tisch ist drüben schon gedeckt. Gehen wir direkt in das Esszimmer? Jai, die Eltern gehen schon voraus. Wo sollen wir uns genau hinsetzen? Die Mutter zeigt auf unsere Plätze. Setz dich neben mich, meine Anna. Ich sitze hier wirklich sehr gut. Das Abenteuer beim Mittagessen beginnt jetzt. Benehme dich bloß anständig, Max. Der Tisch sieht wirklich wunderschön aus. Schau mal, da liegt eine Stoffserviette. Was mache ich jetzt genau damit? Leg sie sofort auf deine Knie, Max. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Man wischt sich damit den Mund ab. Die Eltern sitzen jetzt auch am Tisch. Wir müssen gerade sitzen, nicht so locker. Meine Ellbogen sind jetzt weg vom Tisch. Gut so, nur die Unterarme dürfen aufliegen. Der Vater schenkt uns frisches Wasser ein. Warte kurz mit dem Trinken, Max. Warum? Ich habe aber großen Durst. Man wartet, bis alle ein Glas haben. Jetzt hebt der Vater sein Glas an. Er sagt laut „Zum Wohl" zu uns. Wir müssen mit allen Gästen anstoßen. Schau den Eltern dabei in die Augen. Das ist ein wichtiges Gesetz in Deutschland. Ja, sonst bringt das wohl Pech. Jetzt trinke ich einen kleinen Schluck. Perfekt, du machst das super, Max. Das Wasser ist herrlich kalt. Gleich kommt das warme Essen auf den Tisch. Die Mutter bringt eine große Schüssel. Da sind heiße Kartoffeln drin. Sie gibt mir die Schüssel zuerst. Nimm dir ein bisschen Fleisch und Gemüse. Darf ich jetzt sofort anfangen zu essen? Nein, warte noch einen kurzen Moment. Alle Teller sind doch schon voll, Anna. Die Gastgeber müssen zuerst anfangen. Jetzt wünscht uns die Mutter guten Appetit. Wir sagen das jetzt auch laut. Guten Appetit allerseits, liebe Familie. Das Essen schmeckt bestimmt fantastisch. Das Messer ist in meiner rechten Hand. Und die Gabel ist links. Richtig. Ich schneide das Fleisch ganz leise. Mach keinen Krach mit dem Teller, Max.
Schmatze ich etwa beim Kauen, Anna? Nein, dein Mund ist beim Kauen zu. Das ist eine sehr wichtige Regel hier. Sprich auf keinen Fall mit vollem Mund. Ich schlucke das Essen zuerst runter. Jetzt kannst du mit dem Vater sprechen. Das Fleisch ist wirklich butterweich. Ja, das finde ich auch. Der Vater fragt nach unserem Job. Erzähl ihm von deinem neuen Projekt, Max. Ich rede nicht zu laut am Tisch. Das ist gut. Eine ruhige Stimme reicht. Die Eltern hören mir sehr aufmerksam zu. Sie finden deine Arbeit total interessant. Über welche Themen spricht man hier nicht? Politik und Geld sind oft tabu. Gut, dann reden wir über das Wetter. Oder über unseren letzten Urlaub in Spanien. Der Vater lacht über meine Urlaubsgeschichte. Du bist heute wirklich sehr charmant, Max. Die Mutter möchte mir mehr Kartoffeln geben. Sag höflich Ja, wenn du noch möchtest. Ja, gerne, danke, sage ich zu ihr. Ich bin leider schon fast ganz satt. Wenn du fertig bist, sag Nein, danke. Das klingt nett und absolut höflich. Das Essen gibt uns viel gute Energie. Die Atmosphäre ist wirklich sehr familiär. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich mich auch. Die Familie ist toll. Das Mittagessen läuft absolut perfekt. Weil du dich an die Regeln hältst. Ich schaffe keinen Bissen mehr, Anna. Ich bin auch komplett satt und glücklich. Wie lege ich mein Besteck jetzt hin? Leg Messer und Gabel parallel auf den Teller. Sollen sie auf 20 nach 4 zeigen? Ja, genau. Das ist das Zeichen für fertig. Wenn ich eine Pause mache, wie liegen sie dann? Dann kreuzt man Messer und Gabel leicht. Das ist eine geheime Sprache beim Essen. Die Mutter sieht meinen leeren Teller. Sie fragt, ob es uns geschmeckt hat. Wir loben das Essen jetzt überschwänglich. Das war das beste Mittagessen des Jahres. Die Mutter freut sich sehr über das Lob. Dürfen wir jetzt einfach vom Tisch aufstehen? Nein, man bleibt noch ein bisschen sitzen. Wir helfen später beim Aufräumen in der Küche. Das bietet man in Deutschland immer an. Ich trage gleich das schmutzige Geschirr raus. Der Vater kocht uns jetzt einen Kaffee. Ein wunderbarer Abschluss für dieses Treffen. Wir haben den Kniggetest heute bestanden. Dank deiner tollen Hilfe, meine Anna. Wir sind ein wirklich gutes Team. Alle sind jetzt fertig mit dem Essen. Ja, der Vater legt auch sein Besteck hin. Darf ich jetzt direkt vom Stuhl aufstehen? Nein, warte, bis die Mutter aufsteht, Max. Die Gastgeber machen hier den ersten Schritt.
Genau, das gehört sich einfach so. Jetzt steht die Mutter vom Tisch auf. Wir stehen jetzt auch zusammen auf. Ich danke ihr noch einmal für das Essen. Das ist wirklich sehr höflich von dir. Der Vater lädt uns in das Wohnzimmer ein. Dort steht eine gemütliche Couch für uns. Gehen wir direkt rüber in den Raum? Ja, aber nimm deinen leeren Teller mit. Bringen wir das schmutzige Geschirr in die Küche? Ja, das ist eine sehr nette Geste. Die Mutter freut sich bestimmt über unsere Hilfe. Sie sagt, wir sind wirklich tolle Gäste. Ich stelle die Teller auf die Arbeitsplatte. Und ich bringe die leeren Gläser rüber. Die Küche ist voll mit schmutzigem Geschirr. Aber wir räumen das später alles auf. Jetzt gehen wir erstmal zu den Eltern. Ja, sie warten schon im Wohnzimmer auf uns. Das Wohnzimmer ist wirklich sehr gemütlich. Schau mal, auf dem Tisch steht ein Kuchen. Oh nein, ich bin doch noch so satt. Kaffee und Kuchen ist eine wichtige Tradition hier. Essen die Deutschen nach dem Mittagessen wieder Kuchen? Ja, meistens am gemütlichen Sonntagnachmittag. Die Mutter schenkt uns heißen Kaffee ein. Nimmst du Milch oder Zucker in deinen Kaffee? Ich trinke meinen Kaffee heute lieber schwarz. Ich nehme ein kleines bisschen kalte Milch. Der Vater schneidet den Apfelkuchen an. Er gibt dir das erste Stück, Max. Der Kuchen sieht wirklich absolut köstlich aus. Probier mal einen kleinen Bissen davon. Er schmeckt herrlich nach Zimt. Die Mutter hat ihn heute Morgen frisch gebacken. Ich muss ihr unbedingt ein großes Lob aussprechen. Ja, sag ihr, dass der Kuchen fantastisch schmeckt. Sie lächelt glücklich über meine Worte. Ein bisschen Kuchen passt immer noch rein, oder? Ja, für diesen Kuchen habe ich immer Platz. Genießen wir den Kaffee mit der Familie. Die Atmosphäre ist total entspannt und nett. Das finde ich auch. Ein toller Der Vater erzählt eine lustige Geschichte. Ja, er lacht wirklich sehr laut. Ich verstehe seinen Dialekt nicht ganz, Anna. Er spricht ein bisschen bayerisch. Das ist schwer. Nicke einfach freundlich mit dem Kopf, Max. Das mache ich schon die ganze Zeit. Worüber sprechen wir jetzt am besten? Der Vater fragt nach unseren Hobbys. Ich erzähle ihm von unserem Sport am Morgen. Das findet er als Sportler bestimmt super. Er nickt und zeigt uns ein altes Foto. Das ist er beim Fußballspielen vor 20 Jahren. Er war damals anscheinend ein echter Profi. Ja, er hat viele Pokale im Regal stehen. Die Mutter zeigt mir ihren schönen Garten. Sie liebt ihre roten Rosen über alles. Der Garten ist wirklich sehr ordentlich und sauber. Typisch deutsch. Alles hat seinen festen Platz.
Die Zeit vergeht hier wie im Flug. Ja, es ist schon fast 17 Uhr. Wir müssen langsam an den Abschied denken. Ein paar Minuten können wir noch bleiben. Das Gespräch ist wirklich sehr interessant. Das stimmt. Die Eltern sind unglaublich nett. Jetzt stehen wir alle gemeinsam auf. Wir gehen zusammen in die Küche, Max. Wir müssen den Oltern beim Aufräumen helfen. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz bei Freunden. Die Mutter sagt, wir sind viel zu höflich. Aber wir machen das wirklich sehr gerne. Ich räume die Kaffeetassen in die Spülmaschine. Ich wasche die große Kuchenform per Hand ab. Wo ist das saubere Geschirrtuch zum Abtrocknen? Es hängt dort drüben am warmen Heizkörper. Ich nehme es und trockne die Form ab. Der Vater bringt den restlichen Kuchen in den Keller. Dort ist es anscheinend kühl genug. Ja, ein Keller ersetzt oft den Kühlschrank. Der Küchentisch ist jetzt wieder völlig leer. Ich wische noch kurz mit dem Schwamm drüber. Jetzt sieht alles wieder absolut perfekt aus. Die Eltern bedanken sich herzlich bei uns. Wir haben die Arbeit super schnell geschafft. Viele Hände machen ein schnelles Ende, Max. Das ist ein wahres deutsches Sprichwort. Gehen wir zurück in den Flur für den Abschied. Ja, unsere Jacken hängen schon dort. Der schöne Tag ist leider fast vorbei. Ich ziehe meine Jacke im Flur an. Ich schlüpfe wieder in meine Straßenschuhe. Die Hausschuhe stelle ich ordentlich zurück. Die Mutter holt ein kleines Geschenk für uns. Da ist selbstgemachte Marmelade im Glas drin. Oh, das ist eine wunderbare Überraschung. Dank. Wir bedanken sich für die tolle Gastfreundschaft. Wir laden die Eltern für nächsten Monat ein. Ja, dann kochen wir ein schönes Abendessen. Der Vater freut sich schon sehr darauf. Er gibt mir zum Abschied wieder fest die Hand. Die Mutter umarmt mich ganz vorsichtig und lieb. Wir sagen laut Auf Wiedersehen und Tschüss. Die Wohnungstür schließt sich jetzt hinter uns. Das war ein wirklich gelungener Besuch, Anna. Du hast dich absolut vorbildlich benommen, Max. Danke, der deutsche Kniege ist gar nicht so schwer. Man muss einfach nur aufmerksam und höflich sein. Jetzt gehen wir langsam zur U-Bahn-Station. Der Abendhimmel über Berlin sieht wunderschön aus. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Ich mich auch. Die Familie ist einfach toll. Ich nehme deine Hand, meine liebe Anna. Wir gehen glücklich und zufrieden nach Hause. Schau mal, Schatz, die Wohnung ist riesig. Ja, aber sie ist noch komplett leer. Wir haben hier nur unsere alten Umzugskartons. Wir brauchen unbedingt neue Möbel für uns. Wo kaufen wir die Sachen am besten? Es gibt hier ein großes Möbelgeschäft.
Meinst du das gelb-blaue Einrichtungshaus? Ja, genau. Dort gibt es alles. Was brauchen wir für das Wohnzimmer? Ein gemütliches Sofa steht ganz oben. Ich möchte ein großes Sofa in Grau. Grau ist super. Das wird nicht schmutzig. Und was kommt in das Schlafzimmer? Ein großes Bett ist dort sehr wichtig. Mein Rücken braucht eine gute, harte Matratze. Wir kaufen eine teure Matratze für dich. Hast du auch an einen Kleiderschrank gedacht? Ja, ein weißer Schrank passt perfekt. Wir müssen zuerst eine Einkaufsliste schreiben. Ich tippe alles schnell in mein Handy. Haben wir genug Geld für die Möbel? Ja, wir haben lange dafür gespart, Max. Dann holen wir jetzt die Autoschlüssel. Los geht's. Das wird ein langer Tag. Der Parkplatz hier ist total voll, Anna. Such einfach da vorne einen freien Platz. Ah, perfekt. Direkt neben dem Eingang. Nimm bitte einen großen Einkaufswagen mit. Brauchen wir für Möbel einen Einkaufswagen? Ja, für den Kleinkram und die Deko. Das Möbelhaus ist am Wochenende echt voll. Viele Familien kaufen heute anscheinend ein. Gehen wir zuerst in die obere Etage? Ja, dort ist die große Möbelausstellung. Schau mal, diese Küche sieht toll aus. Die ist schön, aber wir suchen Sofas. Wo sind denn hier die Sofas, Anna? Wir müssen den gelben Pfeilen folgen. Der Weg hier ist wie ein Labyrinth. Das machen die mit Absicht, mein Lieber. Man muss an jedem Schrank vorbeigehen. Guck mal, da vorne ist die Couch-Ecke. Endlich! Ich will Probe sitzen. Setz dich ruhig mal kurz hin, Max. Boah, dieses Sofa ist unglaublich bequem. Das Sofa nehmen wir. Das gefällt mir. Ich schreibe mir kurz die Nummer auf. Ja, die Lagernummer ist super wichtig. Das graue Sofa kostet 400 €. Der Preis ist für die Größe echt fair. Gibt es das Sofa auch in Blau? Der Verkäufer sagt, Blau ist ausverkauft. Schade. Aber Grau gefällt mir auch gut. Passt das Sofa überhaupt in unser Wohnzimmer? Ich habe den Raum gestern genau ausgemessen. Wie lang darf das Sofa denn sein? Maximal 2,50 Meter. Warte, ich nehme mal den Zollstock. Und wie lang ist dieses Modell hier? Es ist genau 2,40 Meter lang. Perfekt. Das passt zentimetergenau in die Ecke. Müssen wir das Sofa selbst abholen? Der Verkäufer sagt, das Lager ist draußen. Können wir das nicht liefern lassen, Max? Die Lieferung kostet leider extra Geld. Das ist egal. Das Sofa ist zu schwer. Gut, dann bestellen wir die Lieferung heute.
Sie bringen das Sofa direkt am Dienstag. Das ist ein wirklich toller Service hier. Jetzt gehen wir weiter zum Schlafzimmer. Ein neues Bett wartet auf uns. Ich freue mich schon auf das Aussuchen. Hier sind die Betten aus Holz. Ich mag das dunkle Holz sehr gern. Das Bettgestell sieht sehr stabil aus. Welche Größe nehmen wir für das Bett? 180 mal 2 Meter ist perfekt. Dann haben wir beide richtig viel Platz. Wo finden wir jetzt die harten Matratzen? Sie liegen dort hinten zum Testen bereit. Ich lege mich kurz mal hin, Anna. Und? Wie fühlt sich die Matratze an? Mein Kopf liegt gut. Sie ist perfekt. Super, dann kommt sie auch auf die Liste. Jetzt fehlt uns nur noch der Kleiderschrank. Da vorne stehen die großen Schränke. Ich brauche viele Schubladen für meine Socken. Und ich brauche Platz für meine Kleider. Dieser weiße Schrank hat Schiebetüren. Schiebetüren sparen echt viel Platz im Raum. Der Schrank ist 2 Meter hoch. Unsere Decke in der Wohnung ist höher. Das passt also auch ohne Probleme rein. Notiere bitte auch die Nummer vom Schrank. Hab ich gemacht. Mein Handy ist voll. Jetzt kommt mein Lieblingsteil, die Dekoration. Jetzt sind wir in der Deko-Abteilung. Hier gibt es so viele schöne Sachen. Brauchen wir wirklich diese bunten Kissen? Ja, die Kissen machen das Sofa gemütlich. Okay. Und was ist mit dieser Decke? Die nehmen wir für kalte Winterabende mit. Schau mal, da drüben stehen grüne Pflanzen. Oh, die Zimmerpflanzen sind echt wunderschön. Ein großer Kaktus passt auf das Fensterbrett. Ich nehme lieber eine grüne Palmenpflanze. Vergiss bitte die passenden Blumentöpfe nicht. Ich hole 2 weiße Töpfe aus Keramik. Brauchen wir auch Lampen für die Wohnung? Ja, eine Stehlampe für die Leseecke. Das Licht von dieser Lampe ist warm. Das macht eine tolle Atmosphäre im Zimmer. Ich packe noch 3 Kerzen ein. Der Einkaufswagen ist jetzt schon randvoll. Wir haben echt viel Dekoration ausgesucht. Ein schönes Zuhause braucht einfach Liebe. Und ein großes Budget, meine liebe Anna. Egal, wir machen es uns jetzt gemütlich. Gehen wir jetzt langsam zur Kasse? Ja, mein Hunger wird auch langsam groß. Halt! Wir haben die Küche vergessen, Anna. Stimmt, wir brauchen noch neue Teller. Hier gibt es große Sets aus Porzellan. Mir gefallen die grauen Teller sehr gut. Ich nehme 6 flache und 6 tiefe Teller. Und wie sieht es mit neuen Gläsern aus? Wir brauchen Wassergläser und auch Weingläser. Das Besteck hier im Kasten ist günstig. Sind da auch scharfe Messer dabei? Ja,
Messer, Gabeln, Löffel und kleine Kaffeelöffel. Ich lege das Set in den Einkaufswagen. Schau mal, diese Pfanne ist aus Gusseisen. Die ist perfekt für unsere Steaks, Anna. Ein neuer Kochtopf für Suppe fehlt noch. Ich nur mit den großen Topf mit Deckel. Haben wir auch genug Tassen für Kaffee? Ich packe 4 große Kaffeetassen ein. Jetzt haben wir wirklich alles für die Küche. Der Wagen ist jetzt extrem schwer zu schieben. Du bist stark. Du schaffst das, Max. Ich brauche gleich ein dickes Hotdog zur Belohnung. Das bekommst du gleich hinter der Kasse. Okay, das motiviert mich jetzt total. Gehen wir direkt zu den Kassen drüben. Die Schlange an der Kasse ist lang. Wir können die Selbstbedienungskasse nehmen. Ja, dort geht es meistens viel schneller. Ich scanne die Sachen mit dem Laser. Ich packe die Deko zurück in die Tüten. Wo sind die großen gelben Einkaufstüten? Sie liegen hier unten, direkt beim Scanner. Das Geschirr müssen wir vorsichtig einpacken. Ja, sonst bricht das Porzellan im Auto. Der Schrank und das Bett fehlen noch. Der Kassierer sagt, wir müssen die Nummern eingeben. Ich tippe die Nummern vom Handy ab. Jetzt zeigt der Bildschirm den Gesamtpreis an. Oh je, das ist eine große Summe. Es kostet insgesamt 800 €, Anna. Zahlst du mit der Kreditkarte, Max? Ja, ich halte die Karte kurz vor das Gerät. Es piept. Die Zahlung war erfolgreich. Hier ist unser super langer Kassenzettel. Nimm den Zettel für die Garantie mit. Jetzt holen wir uns das Essen. Ja, ich habe auch einen riesigen Hunger. Der Hotdog war echt lecker und billig. Jetzt müssen wir zum großen Möbellager fahren. Wo ist die Warenausgabe für die Möbel? Sie ist auf der Rückseite vom Gebäude. Ich parke das Auto direkt bei Rampe 4. Wir müssen den Kassenzettel am Schalter zeigen. Der Mitarbeiter scannt unseren Beleg. Er sagt, wir müssen kurz hier warten. Da kommt er schon mit einem großen Wagen. Auf dem Wagen liegen viele flache Kartons. Das ist das Bettgestell und der Schrank. Das sind ganz schön viele Pakete, Max. Passt das alles in unseren Kofferraum? Wir müssen die Sitze im Auto umklappen. Ich mache den Kofferraum jetzt ganz weit auf. Schieb das lange Paket zuerst rein. Uff, das Paket für den Schrank ist schwer. Warte, ich helfe dir beim Tragen, Max. Gemeinsam geht das Heben viel einfacher. Der Kofferraum geht gerade noch so zu. Perfekt. Alles ist sicher im Auto verstaut. Jetzt fahren wir schnell nach Hause. Die Arbeit in der Wohnung wartet schon. Ja, das Aufbauen wird ein echter Sport. Die Pakete liegen alle im Wohnzimmer.
Wo ist mein kleiner Werkzeugkoffer, Max? Er steht im Flur neben der Haustür. Ich brauche einen Hammer und den Schraubenzieher. Ich mache den ersten Karton vorsichtig auf. Das ist die Anleitung für den Schrank. Die Bilder in der Anleitung sind kompliziert. Keine Panik. Wir machen das Schritt für Schritt. Such bitte zuerst die kleinen Schrauben raus. Hier sind 20 lange Schrauben und Holzdübel. Ich halte die weiße Holzwand fest, Anna. Und ich drehe die Schraube fest rein. Das funktioniert zusammen wirklich fantastisch. Der Schrank steht nach 2 Stunden endlich. Er sieht in der Ecke absolut klasse aus. Jetzt müssen wir noch das Bett aufbauen. Das Bett geht bestimmt viel schneller. Hier fehlen aber 2 kleine Schrauben, Max. Oh nein! Schau mal genau im Karton nach. Ah, sie lagen ganz unten in der Ecke. Gott sei Dank. Ich hatte kurz Angst. Das Bett steht jetzt auch fest im Raum. Legen wir die neue Matratze direkt drauf? Ja, fertig. Das Schlafzimmer ist bereit. Das Sofa wird gerade per LKW geliefert. Die Lieferanten tragen es direkt in den Raum. Es steht jetzt perfekt an der Wand. Jetzt kommt mein absoluter Lieblingsteil. Du packst die bunten Kissen aus, richtig? Ja, ich lege sie auf das neue Sofa. Die grüne Palmenpflanze kommt neben das Fenster. Das bringt sofort viel Leben in die Wohnung. Ich stelle den Kaktus auf das Fensterbrett. Wo hängen wir das große Bild hin? Über das Sofa passt das Bild super. Ich brauche dafür einen Nagel und den Hammer. Ich schlage den Nagel kurz in die Wand. Das Bild hängt jetzt absolut gerade. Ich mache die neue Stehlampe an. Das warme Licht ist einfach wunderbar gemütlich. Ich zünde noch die 2 Kerzen an. Unsere Wohnung sieht jetzt wie ein Zuhause aus. Wir haben heute echt viel geschafft, Anna. Das war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Setzen wir uns zusammen auf das Sofa? Ja, komm her, mein fleißiger Max. Ich bin total müde, aber sehr glücklich. Ich auch. Gute Nacht in unserem neuen Heim. Einrichten. Wir müssen unsere neue Wohnung schön einrichten. Das Möbelhaus. Im Möbelhaus kaufen wir ein Sofa und ein Bett. Bequem. Das graue Sofa im Wohnzimmer ist sehr bequem. Die Lieferung. Die Lieferung der Möbel kostet extra Geld. Die Matratze. Ich brauche eine harte Matratze für meinen Rücken. Die Pflanze. Die grüne Pflanze steht direkt neben dem Fenster. Aufbauen. Wir bauen den großen Kleiderschrank zusammen auf. Die Anleitung. Die Anleitung für das Bett hat viele Bilder. Die Schraube. In dem kleinen Karton fehlt keine einzige Schraube. Gemütlich.
Die Stehlampe macht das Zimmer abends sehr gemütlich. Guck mal, Anna, unser Badezimmer ist fast leer. Ja, wir haben kein Waschmittel mehr für die Wäsche. Und das Toilettenpapier ist heute Morgen auch ausgegangen. Wir müssen sofort in den großen Supermarkt gehen. Schreiben wir schnell einen kleinen Einkaufszettel zusammen? Gute Idee. Tipp das mal kurz in dein Handy. Okay, ich tippe Waschmittel, Seife und Toilettenpapier. Wir brauchen auch neue Putzlappen für den Staub. Und ein gutes Spray gegen den Kalk im Bad. Nimm bitte ein Ökoprodukt. Das ist besser. Ist Ökoputzmittel denn wirklich gut gegen Schmutz? Ja, absolut. Das ist umweltfreundlich und riecht super. Gut, dann kaufen wir heute nur umweltfreundliche Sachen. Steht die neue Schaufel auch auf dem Zettel? Ach ja, die alte Schaufel aus Plastik ist kaputt. Wir brauchen auch einen neuen großen Besen. Der Supermarkt hat heute zum Glück lange auf. Dann müssen wir uns ja gar nicht so beeilen. Nimmst du deine große Stofftasche für den Einkauf mit? Ja, sie liegt drüben auf dem Tisch im Flur. Perfekt. Ich hole schnell noch meine Autoschlüssel. Mach mal schneller, Max. Ich stehe schon bereit. Ich bin schon da. Gehen wir los, Schatz. Super. Auf in den Supermarkt für saubere Sachen. Hier bei der Haushaltsware ist es echt voll. Schau mal da vorne. Da steht das Waschmittel. Nehmen wir das Pulver oder lieber flüssiges Waschmittel? Flüssiges Waschmittel ist viel besser für unsere bunte Wäsche. Und wo ist der Weichspüler für die Handtücher? Nimm den Weichspüler mit dem Duft von Rosen. Der riecht ja wirklich total frisch und intensiv. Pack bitte direkt 2 Flaschen in den Wagen. Gibt es hier auch etwas für weiße Hemden? Ja, da oben steht das Pulver für weiße Wäsche. Das ist ein Öko-Waschmittel. Das finde ich klasse. Das schützt die Umwelt und wäscht trotzdem super. Wir brauchen auch Tabs für unsere neue Spülmaschine. Die stehen direkt neben dem normalen Spülmittel. Ich nehme die große Packung. Die ist günstiger. Schau mal auf den Preis. Gibt es einen Rabatt? Ja, die Packung kostet heute 2 Euro weniger. Das ist ja ein tolles Schnäppchen für uns. Haben wir jetzt alles für die saubere Wäsche? Ja, das Waschmittelset im Wagen ist komplett. Wohin gehen wir jetzt als nächstes, meine Anna? Wir müssen zu den Putzsachen und Seifen gehen. Da drüben ist der Gang für die Hygiene. Na dann, schieb den schweren Wagen mal weiter. Guck mal, hier steht das Toilettenpapier stapelweise. Nimm bitte die Packung aus recyceltem Papier. Ist das Papier denn auch schön weich, Anna? Ja, es ist dreilagig und schont die Natur. Gut, 2 große Packungen kommen in den Wagen. Jetzt fehlen uns noch Seife und Duschgel. Ich möchte eine flüssige Seife mit Olivenöl. Die ist super für deine trockene Haut, Max.
Und welches Shampoo nimmst du für deine Haare? Ich kaufe das Bio-Shampoo in der grünen Flasche. Brauchen wir auch Zahnpasta für das Badezimmer? Ja, nimm bitte 2 Tuben mit Minzgeschmack. Das macht am Morgen einen herrlichen, frischen Atem. Schau mal, diese Zahnbürsten sind aus Bambusholz. Das ist ja genial. Kein Plastik im Müll. Ich nehme eine rote Bürste, du eine blaue. So können wir unsere Bürsten niemals vertauschen. Liegt die Handseife für die Gäste auch drin? Ja, ich habe 2 kleine Stücke Seife. Perfekt. Das Badezimmer wird bald wieder voll sein. Der Einkaufswagen wird aber auch immer voller, Anna. Wir haben ja auch wirklich dringend Sachen gebraucht. Jetzt fehlen nur noch die großen Putzutensilien. Die Bürsten und Lappen sind im nächsten Gang. Schau mal, Anna. Hier hängen die neuen Schwabber. Das heißt Bodenwischer, Max. Oder einfach Mop. Ah, okay. Dieser Schwabber hat einen Teleskopstiel. Das ist super. Dann kann ich ihn genau einstellen. Er ist perfekt für den Rücken beim Putzen. Gibt es dazu auch einen passenden Eimer, Max? Ja, dieser blaue Eimer hat ein Auspresssystem. Das ist genial. Dann bleiben die Hände trocken. Das Putzen wird so ja fast zum Vergnügen. Treibe mal nicht. Putzen ist trotzdem harte Arbeit. Welchen Bodenreiniger nehmen wir für das Holz im Flur? Wir brauchen einen speziellen Reiniger für das Parkett. Der hier riecht sehr angenehm nach frischer Zitrone. Ja, Zitrone bringt sofort Frische in das Haus. Ich lege den Schwabber und den Eimer rein. Passt der lange Stiel überhaupt in unseren Wagen? Ja, wenn wir ihn quer reinlegen, geht das. Er guckt an der Seite ein bisschen raus. Das macht nichts. Wir fahren ja vorsichtig, Anna. Jetzt brauchen wir noch Bürsten für die Fliesen. Eine kleine Scheuerbürste ist perfekt für die Ecken. Damit wird das Badezimmer blitzschnell absolut sauber. Und die Fliesen glänzen wie neu, Schatz. Gut, die Bürste liegt jetzt auch im Wagen. Weiter geht es zu den bunten Putzlappen. Hier gibt es Putzlappen in allen Farben, Anna. Ich nehme die bunten Mikrofasertücher im Set. Warum sind die Lappen eigentlich so bunte verpackt? Blau ist für das Bad, rot für das WC. Ach, das ist eine super hygienische Regel. Verstehe. Und grün benutzen wir nur für die Küche. Das ist ein echt schlaues System im Haushalt. Wir brauchen auch noch Schwämme für das Geschirr. Diese Schwämme hier haben eine raue, schwarze Seite. Damit kriegt man jeden Topf ganz leicht sauber. Ich packe direkt 2 Packungen Schwämme ein. Vergiss bitte nicht die großen Müllsäcke für uns. Nehmen wir die Müllsäcke mit dem praktischen Zugband? Ja, die mit Zugband lassen sich super schließen. Welche Größe ist für unseren Mülleimer richtig, Anna? 30 Liter reichen für die Küche völlig aus.
Ich nehme eine Rolle mit 20 Säcken mit. Haben wir auch Staubtücher auf unserem Einkaufszettel stehen? Ja, hier sind statische Tücher, die ziehen Staub an. Die sind perfekt für den Fernseher und Regale. Der Einkaufswagen ist jetzt bis oben hin voll. Wir haben jetzt wirklich alles für den Hausputz. Gehen wir jetzt direkt vor zu den Kassen? Ja, die Schlange da vorne sieht gar nicht lang aus. Wir stehen jetzt an der Reihe, Anna. Leg bitte zuerst die schweren Flaschen auf das Band. Okay, das Waschmittel und der Weichspüler kommen zuerst. Ich stelle das große Toilettenpapier ganz nach hinten. Die kleinen Zahnbürsten lege ich hier vorne hin. Vergiss den Warentrenner hinter unseren Sachen nicht, Max. Stimmt, sonst bezahle ich noch den Einkauf vom Nachbarn. Das wäre aber ein teurer Spaß für uns heute. Die Kassiererin scannt die Sachen wirklich extrem schnell. Pack die Flaschen bitte direkt in die Stofftasche. Ich komme bei dem Tempo kaum hinterher, Anna. Mach mal ein bisschen schneller, die Schlange wartet. Der Schwabber muss extra gescannt werden, sagt sie. Ja, halte ihr den Strichcode mal kurz hin. Es piept. Der Schwabber ist jetzt auch gebucht. Das Toilettenpapier lassen wir einfach im großen Wagen liegen. Ja, sie tippt die Nummer so auf ihrer Tastatur ein. Jetzt ist das Kassenband komplett leer, mein Max. Die Kassiererin sagt uns jetzt den endgültigen Preis. Wie viel macht das insgesamt für unseren ganzen Einkauf? Es kostet genau 55,80 €. Der Preis ist für so viele Sachen echt okay. Ich zahle heute kontaktlos mit meiner blauen Karte. Super. Nimm bitte den langen Kassenzettel mit. Der Wagen ist leer, die Taschen sind voll. Schieb den Einkaufswagen schnell zum Auto auf dem Parkplatz. Ich öffne den Kofferraum mit dem Funkschlüssel, Anna. Stell die schweren Waschmittelflaschen ganz nach unten rein. Ja, sonst zerquetschen sie uns noch die Putzlappen. Das Toilettenpapier passt perfekt hier an die Seite. Und wohin legen wir jetzt den langen Schwabber? Den Schwabber legen wir quer über die großen Taschen. So blockiert er uns beim Fahren nicht die Sicht. Die Tasche mit den Zahnbürsten halte ich auf dem Schoß. Gut, dann ist sie im Kofferraum nicht im Weg. Bringst du den leeren Einkaufswagen schnell wieder zurück? Ja, ich hole nur kurz meine 1-Euro-Münze raus. Ich warte hier im warmen Auto auf dich, Max. Ich stecke den Wagen in die Reihe der Einkaufswagen. Das ging wirklich fix. Du bist wieder zurück. Ich starte jetzt den Motor von unserem Auto. Fährst du uns direkt nach Hause in die Wohnung? Ja, in 15 Minuten sind wir endlich da, Anna. Ich freue mich schon auf das saubere Badezimmer. Das Putzen machen wir aber erst morgen zusammen, oder? Ja, heute räumen wir die Sachen nur in den Schrank. Das ist ein sehr guter Plan für den Abend. Dann lass uns mal losfahren, mein lieber Max. Wir sind endlich zurück in unserer gemütlichen Wohnung. Trag bitte zuerst die schwere Tasche mit dem Waschmittel. Uff,
Die Flaschen sind nach dem Tragen echt schwer. Ich nehme den Schwabber und das Toilettenpapier mit hoch. Stell die Sachen einfach erstmal im Flur ab. Der Flur sieht jetzt aus wie ein kleines Lager. Machen wir direkt Platz im großen Badezimmerschrank? Ja, wir müssen die alten Sachen zuerst wegräumen. Ich mache die weißen Türen vom Schrank weit auf. Das Toilettenpapier kommt ganz oben auf das Regal. Ich stelle das flüssige Öko-Waschmittel nach ganz unten. Perfekt. Da steht es sicher und läuft nicht aus. Wo ist der feste Platz für die neuen Zahnbürsten? Sie kommen in den blauen Becher neben dem Spiegel. Und die Minzzahnpasta legen wir direkt daneben hin. Das sieht jetzt schon richtig ordentlich aus im Bad. Wo bringen wir den neuen Eimer und den Schwabber unter? Die beiden Sachen passen super in die kleine Abstellkammer. Da stehen sie niemandem im Weg herum. Das stimmt. Bringst du noch die Müllsäcke in die Küche, Max? Ja, die Rolle lege ich unten in den Küchenschrank. Jetzt haben alle Einkäufe ihren festen Platz gefunden. Wir waren heute wirklich ein super produktives Team, Anna. Ja, der Einkauf im Supermarkt war absolut erfolgreich. Jetzt haben wir uns aber eine Pause verdient, Schatz. Absolut. Ich mache uns jetzt einen leckeren Tee. Der Wäschekorb im Schlafzimmer ist randvoll mit Kleidung. Wollen wir heute doch noch eine Waschmaschine anmachen, Max? Ja, wir haben ja jetzt das neue Öko-Waschmittel hier. Trennen wir zuerst die dunkle und die helle Wäsche. Ich hole die schwarzen T-Shirts und Socken heraus. Und ich nehme deine weißen Hemden für die Arbeit. Die bunten Handtücher waschen wir am besten separat, oder? Ja, für Handtücher nehmen wir 60 Grad beim Waschen. Das tötet alle Bakterien ab und ist absolut hygienisch. Ich öffne jetzt die runde Tür der Waschmaschine. Stopf die dunkle Kleidung locker in die Trommel rein. Wie viel Waschmittel müssen wir jetzt genau dazugeben? Eine kleine Kappe von dem flüssigen Mittel reicht völlig. Ich gieße es vorsichtig in das kleine Fach links. Kommt der Rosenweichspieler in das mittlere Fach, Anna? Ja, genau in das Fach mit der kleinen Blume. Ich schließe die Tür der Waschmaschine mit einem Klick. Welches Programm wählen wir für die normale Buntwäsche? Das Pflegeleichtprogramm bei 40 Grad ist perfekt für heute. Ich drücke jetzt auf den großen Startknopf, Max. Die Maschine zieht schon Wasser und fängt an zu drehen. In einer Stunde ist unsere Wäsche komplett sauber und frisch. Das neue Waschmittel riecht man jetzt schon im Raum. Ja, der Duft ist wirklich absolut herrlich, Schatz. Die Waschmaschine ist fertig und piept 3-mal laut. Hol bitte den leeren Wäschekorb aus dem Badezimmer. Ich nehme die nasse Kleidung aus der Trommel raus. Sie riecht extrem gut nach dem neuen Waschmittel. Gehen wir zum Aufhängen der Wäsche auf den Balkon? Ja, draußen scheint die Sonne. Da trocknet alles schnell. Ich stelle den Wäscheständer mitten in die Sonne hin. Gib mir mal bitte die blauen Wäscheklammern, Max.
Hier sind sie. Ich halte das Hemd für dich fest. Wir hängen die Sachen ordentlich nebeneinander auf den Ständer. Der frische Wind hilft beim Trocknen der Kleidung super. Morgen ist alles trocken und ich kann es bügeln. Unser Badezimmer ist jetzt voll mit tollen Putzsachen. Ja, morgen machen wir die Fliesen mit dem Schwabber sauber. Das Bad wird glänzen wie in einem teuren Hotel. Dank unserer tollen Einkäufe aus dem großen Supermarkt. Wir wissen jetzt genau, welche Ökoprodukte die besten sind. Das ist gut für die Umwelt und für unsere Wohnung. Ich bin echt froh, dass wir das heute erledigt haben. Ich auch. Jetzt können wir den Abend entspannt genießen. Setzen wir uns auf den Balkon und schauen in die Sonne? Das ist eine wunderbare Idee, mein fleißiger Max. Der Tag war lang, aber das Ergebnis ist perfekt. Genau. Ein sauberes Zuhause bringt einfach pure Freude. Das Waschmittel. Das flüssige Waschmittel wäscht unsere Kleidung super sauber. Der Schwabber. Mit dem neuen Schwabber wische ich den Holzboden im Flur. Umweltfreundlich. Wir kaufen heute nur umweltfreundliche Ökoprodukte. Die Wäsche. Ich trenne die dunkle und die helle Wäsche im Schlafzimmer. Das Toilettenpapier. Toilettenpapier aus recyceltem Papier schont die Natur. Der Eimer. Der blaue Eimer hat ein praktisches System zum Auspressen. Sauber machen. Morgen wollen wir das komplette Badezimmer gründlich sauber machen. Der Putzlappen. Das rote Mikrofasertuch ist der perfekte Putzlappen für das WC. Die Zahnbürste. Unsere neuen Zahnbürsten sind komplett aus biologischem Bambusholz. Der Duft. Der Weichspüler bringt einen herrlichen Duft von Rosen in die Wäsche. Wo sind meine grünen Fußballschuhe, Anna? Sie stehen im Flur unter der Bank. Danke. Ich muss mich schnell umziehen. Das Spiel im Park beginnt doch erst um 2. Ja, aber ich will vorher noch laufen. Packst du auch dein weißes T-Shirt ein? Nein, ich ziehe heute mein Sporttrikot an. Das blaue Trikot steht dir wirklich super. Ich brauche auch noch meine langen Socken. Die Sportsocken liegen oben auf dem Schrank. Perfekt. Jetzt bin ich fast ganz fertig. Nimmst du auch eine Flasche Wasser mit? Ja, Sport macht schließlich immer großen Durst. Ich packe die Flasche in deine Tasche. Kommst du heute mit zum Fußballplatz, Anna? Ja, ich will dich unbedingt anfeuern, Max. Meine Freunde freuen sich schon auf dich. Ich kenne deine Freunde noch gar nicht. Sie sind alle wirklich total nett, Schatz. Dann ziehe ich mir auch meine Laufschuhe an. Das Wetter draußen ist perfekt für Fußball. Ja, die Sonne scheint und es ist warm. Los geht's. Das Auto wartet schon draußen. Ich bin bereit. Wir können jetzt gehen. Der Park ist heute wirklich wunderschön grün. Schau mal, dort hinten ist der Fußballplatz. Meine Freunde spielen sich schon warm, Anna.
Da fliegt der Ball ja schon durch die Luft. Ich muss meine Fußballschuhe jetzt fest zubinden. Mach einen festen Knoten, sonst fällst du hin. Keine Sorge, ich kann wirklich gut laufen. Wo soll ich mich denn am besten hinsetzen? Setz dich dort vorne auf die Holzbank. Von hier aus kann ich alles super sehen. Mein Freund Lukas winkt uns gerade zu. Er hat ja auch ein blaues Trikot an. Ja, wir sind heute alle im selben Team. Wer ist denn euer Gegner beim Spiel heute? Das sind die Jungs aus der Nachbarschaft. Die sehen aber wirklich ziemlich sportlich aus. Wir sind aber schneller und laufen viel mehr. Das müsst ihr heute auf dem Platz zeigen. Ich gehe jetzt zu den Jungs auf den Rasen. Viel Spaß, Max. Ich schaue dir genau zu. Danke, drück mir bitte ganz fest die Daumen. Das mache ich. Holt euch den Sieg heute. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel jetzt an. Lauf los, Max. Der Ball rollt schon. Der Gegner hat den Ball zuerst, Anna. Lauf schneller, Max. Du musst den Ball holen. Ich renne so schnell ich kann zum Ball. Gut so. Du hast den Ball jetzt am Fuß. Lukas schreit laut zu mir, pass mal rüber. Ja, spiel den Ball direkt zu ihm, Max. Ich schieße den Ball ganz flach über das Gras. Der Pass war wirklich absolut perfekt und genau. Jetzt läuft Lukas mit dem Ball nach vorne. Die Gegner rennen alle schnell hinterher. Ich rufe ganz laut, ich bin frei, Lukas. Er sieht dich aber gerade gar nicht, Max. Doch, jetzt spielt er den Ball zu mir zurück. Du bist jetzt ganz allein vor dem Tor. Ich muss mich jetzt ganz tief konzentrieren, Anna. Schieß den Ball jetzt mit Kraft in die Ecke. Ich hole Schwung mit meinem rechten Bein. Der Torwart läuft schon aus seinem Tor raus. Ich schieße jetzt den Ball ganz fest ab. Oh nein, der Ball fliegt leider weit drüber. Schade, das war eine wirklich große Chance. Macht nichts, das Spiel läuft ja noch weiter. Ich muss jetzt schnell wieder nach hinten laufen. Ja, die Gegner machen jetzt viel Druck. Auf dem Platz ist es heute richtig laut. Ich höre deine Freunde bis hierher rufen. Lukas schreit die ganze Zeit, geh drauf, Max. Das heißt, du musst den Gegner sofort stoppen. Ja, ich stelle mich ihm direkt in den Weg. Sauber! Du hast den Ball wiedergewonnen, Max. Jetzt ruft mein Mitspieler Jan, lauf in den Raum. Das ist ein gutes Kommando für einen Angriff. Ich renne sofort an der rechten Linie entlang. Der Ball kommt hoch durch die Luft zu dir. Ich stoppe den Ball mit meiner Brust, Anna. Das sah wirklich sehr professionell aus, mein Lieber. Ein Gegner kommt jetzt von der linken Seite. Jan ruft dir laut zu, hinter dir, Max! Ich passe den Ball blind mit der Hacke weiter. Oh, der Ball landet genau bei deinem Freund.
Kurze Kommandos helfen uns auf dem Feld sehr. Ja, man muss beim Fußball extrem viel sprechen. Sonst weiß niemand, wo der andere gerade steht. Ihr spielt heute wirklich einen schönen, schnellen Fußball. Danke. Wir trainieren ja auch jeden Samstag hier. Das sieht man. Eure Taktik ist echt gut. Jetzt müssen wir aber endlich ein Tor schießen. Strengt euch an. Die erste Halbzeit ist bald vorbei. Der Ball ist jetzt wieder in unserer Hälfte. Holt euch den Ball zurück. Die Zeit läuft. Jan grätscht und erobert den Ball im Mittelfeld. Super. Jetzt müsst ihr schnell nach vorne spielen. Ich laufe ganz schnell in den gegnerischen Strafraum. Lukas flankt den Ball jetzt hoch von links. Ich sehe den Ball genau auf mich zukommen. Spring hoch, Max. Nimm den Kopf zum Schießen. Ich springe ab und treffe den Ball perfekt. Der Ball fliegt unhaltbar in die rechte Ecke. Tor! Der Ball ist im Netz. Wir führen. Wahnsinn, Max. Das war ein herrlicher Kopfball von dir. Alle meine Freunde laufen zu mir und jubeln. Ich stehe auch auf und klatsche ganz laut. Das Gefühl nach einem Tor ist einfach fantastisch. Du bist heute der absolute Held auf dem Platz. Es steht jetzt 1:0 für unser Team. Der Schiedsrichter pfeift jetzt zur kurzen Pause. Ich brauche jetzt unbedingt einen Schluck kaltes Wasser. Komm zur Bank. Ich geb dir deine Flasche. Meine Beine sind vom vielen Laufen ganz schwer. Ruh dich kurz aus. Du hast super gespielt. Die zweite Halbzeit wird bestimmt noch viel härter. Du schaffst das. Ich feuere dich weiter an. Das Wasser tut jetzt wirklich unglaublich gut, Anna. Du bist ja auch total verschwitzt, mein Max. Ja, Fußball ist ein echt anstrengender Sport für mich. Der Trainer von den Gegnern redet sehr laut. Er wechselt jetzt 2 neue, schnelle Spieler ein. Dann müsst ihr in der Verteidigung gut aufpassen. Lukas sagt, wir müssen defensiver stehen als vorher. Das ist eine schlaue Taktik für die Führung. Ich spiele in der zweiten Halbzeit weiter vorne. Kannst du denn überhaupt noch so schnell sprinten? Ja, für ein zweites Tor habe ich immer Kraft. Das ist die richtige Einstellung für einen Stürmer. Meine Fußballschuhe drücken ein kleines bisschen am Fuß. Soll ich die Schleife vielleicht etwas lockerer machen? Nein, danke. Sie müssen beim Schießen festsitzen. Die Pause ist jetzt auch schon wieder vorbei. Der Schiedsrichter geht zurück auf den grünen Rasen. Die anderen Spieler stellen sich auch wieder auf. Ich laufe jetzt zurück auf meine feste Position. Mach noch ein Tor. Ich schau dir zu. Ich gebe mein Bestes für dich, meine Anna. Lauf los. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Die zweite Halbzeit beginnt genau in diesem Moment. Viel Erfolg, Max. Holt euch den Pokal. Die Gegner spielen jetzt viel aggressiver als vorhin. Pass gut auf deine Beine auf, Max.
Ein großer Spieler läuft direkt auf mich zu. Spiel den Ball schnell ab, er kommt zu spät. Ich spiele den Ball mit einem Pass zu Jan. Der Gegner trifft dich aber voll am Fuß, Max. Autsch, das war ein wirklich hartes Foul von ihm. Du fällst ja direkt auf das grüne Gras. Der Schiedsrichter pfeift sofort laut und läuft her. Gibt es eine gelbe Karte für den Gegner? Ja, er zeigt ihm die gelbe Karte zurecht. Tut dein Fuß denn jetzt sehr weh, Max? Es geht schon. Der Schienbeinschoner hat mich geschützt. Gott sei Dank hast du diese Sportkleidung heute an. Wir bekommen jetzt einen Freistoß aus guter Position. Wer schießt den Freistoß für euer Team, Lukas? Nein, die Jungs sagen, ich soll den Ball schießen. Das ist deine Chance für das zweite Tor, Max. Ich lege mir den Ball ganz ruhig zurecht. Die Gegner bauen eine große Mauer vor dem Tor. Ich nehme 5 Schritte Anlauf für den Schuss. Ich halte mir vor Spannung fast die Augen zu. Jetzt laufe ich an und ziehe voll ab. Schieß den Ball ins Tor, mein fleißiger Max. Mein Schuss fliegt mit viel Effet über die Mauer. Der Ball wird immer schneller in der Luft. Der Torwart springt mit den Händen nach oben. Er kommt an den Ball gar nicht mehr heran. Das Leder knallt ganz laut gegen den Pfosten. Oh nein, das war ja ein riesiges Pech. Der Ball springt vom Pfosten zurück ins Feld. Ein gegnerischer Spieler schießt den Ball weit weg. Das war echt zentimeterweit am Tor vorbei, Anna. Die Zuschauer hier rufen alle ganz laut: Schade. Ja, das wäre ein absolut Traumtor geworden heute. Mach dir keinen Kopf, das war ein super Schuss. Wir müssen jetzt schnell wieder nach hinten laufen. Der Gegner startet jetzt einen schnellen Konter, Max. Jan läuft zum Glück mit dem Stürmer mit. Er klärt den Ball zur Ecke für den Gegner. Jetzt müssen wir alle im Strafraum gut aufpassen. Die großen Spieler von den Gegnern kommen nach vorne. Ich stelle mich direkt vor den gefährlichen Stürmer. Halt ihn gut fest, lass ihn nicht köpfen. Der Ball fliegt hoch in unseren Strafraum rein. Unser Torwart springt hoch und fängt den Ball. Super, jetzt können wir das Spiel wieder beruhigen. Atmet erstmal alle kurz durch auf dem Platz. Es läuft jetzt schon die allerletzte Minute, Anna. Haltet den Ball bloß in den eigenen Reihen. Lukas passt den Ball ganz ruhig zu mir zurück. Spiel den Ball einfach an die Eckfahne, Max. Das klaut den Gegnern viel wichtige Zeit auf der Uhr. Ein Spieler versucht jetzt, den Ball zu stehlen. Ich drehe mich mit dem Ball um meinen Körper. Klasse Trick, der Gegner läuft komplett ins Leere. Die Zuschauer applaudieren mir für diese Aktion gerade. Ich rufe ganz laut: Spiel ab zu Jan, Max. Ich sehe Jan ganz frei auf der linken Seite. Spiel den Pass jetzt lang über das Feld. Mein Pass kommt genau bei Jans Sportschuhen an. Er läuft jetzt allein auf das leere Tor zu.
Schieß den Ball rein und mach den Sack zu. Er schießt den Ball ganz locker über die Linie. Tor! Es steht jetzt 2:0 für uns. Das ist die endgültige Entscheidung im Spiel heute. In diesem Moment pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, mein fleißiger Max. Wir haben heute als Team wirklich alles gegeben. Ihr habt euch diesen Erfolg auch absolut verdient. Komm jetzt auf den Rasen zu uns, Anna. Ja, ich komme zu euch zum Feiern rüber. Wir haben das Spiel heute wirklich gewonnen, Anna. Das war ein extrem spannendes Fußballspiel im Park. Lukas sagt, mein Kopfballtor war heute der Schlüssel. Ja, du bist heute der beste Spieler auf dem Platz. Jan gibt mir gerade ein großes High-Five, Schatz. Er hat das zweite Tor aber auch super gemacht. Wir klatschen alle zusammen mit den sportlichen Gegnern ab. Das ist echter Fairplay-Sport. Das gefällt mir sehr. Jetzt müssen wir die schweren Taschen zusammenpacken. Ich helfe dir beim Tragen von deiner Sporttasche. Danke, meine Arme und Beine sind total müde. Gehen wir nach dem Sport alle zusammen ein Eis essen? Ja, die Jungs wollen auch alle mitkommen ins Café. Das ist eine wunderbare Idee für diesen Samstag. Ich muss mir erst die Fußballschuhe im Gras ausziehen. Deine Füße brauchen jetzt erstmal frische Luft, Max. Ich ziehe mir meine bequemen Laufschuhe wieder an. Das Trikot werfe ich heute Abend direkt in die Waschmaschine. Danke, es riecht wirklich ziemlich stark nach Schweiß. Das bedeutet nur, dass du heute viel gelaufen bist. Wir gehen jetzt gemeinsam zu den Autos am Parkplatz. Der Tag im Park war ein echter Erfolg für uns. Mit dir als Fan macht Fußball doppelt Spaß, Anna. Ich komme nächsten Samstag auf jeden Fall wieder mit. Die Fußballschuhe. Ich muss meine grünen Fußballschuhe fest zubinden. Der Pass. Dein Pass über das Gras war wirklich absolut perfekt. Das Tor. Ich schieße den Ball fest in das rechte Tor. Anfeuern. Ich sitze auf der Bank und will Max laut anfeuern. Das Trikot. Unser ganzes Team trägt heute ein blaues Trikot. Laufen. Beim Fußball muss man 90 Minuten lang sehr viel laufen. Das Foul. Das harte Foul von dem Gegner tat kurz weh. Der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel nach der Minute ab. Gewinnen. Wir spielen heute gut und gewinnen das Spiel 2:0. Der Sport. Fußball im Park ist ein wirklich toller und gesunder Sport. Es ist heute echt heiß. Ja, 30 Grad im Zimmer. Ich schwitze schon beim Sitzen. Mach das Fenster lieber zu. Gute Idee. Die Luft ist heiß. Wie ein heißer Föhn, oder? Ich ziehe die Rollos herunter. Das schützt uns vor der Sonne. Ich hole uns kaltes Wasser. Pack bitte viele Eiswürfel rein.
Das kühlt uns hoffentlich etwas ab. Meine Kleidung klebt total fest. Ich trage nur ein T-Shirt. Ich ziehe mein Sommerkleid an. Wie überstehen wir diesen Tag? Wir bewegen uns heute kaum. Faulenzen ist unsere einzige Aufgabe. Das hilft gegen die Hitze. Trink das Wasser ganz langsam. Sonst kriege ich noch Bauchschmerzen. Das Wasser tut richtig gut. Aber die Wohnung bleibt heiß. Wir brauchen einen guten Plan. Sonst schmelzen wir hier weg. Die Sonne brennt auf dem Balkon. Da können wir heute nicht sitzen. Es gibt dort absolut keinen Schatten. Wo ist unser weißer Sonnenschirm? Der steht in der Abstellkammer. Hol ihn bitte schnell raus. Ich stelle ihn jetzt auf. Er gibt uns endlich Schatten. Aber die Luft steht hier still. Kein Lüftchen weht heute leider. Gehen wir zurück ins Wohnzimmer? Da ist es wenigstens etwas kühler. Ich mache die Vorhänge ganz zu. Das schützt unser Bett vor Sonne. Die Spanier machen eine lange Siesta. Eine tolle Idee für heute. Wir machen auch ein Nickerchen. Das spart unsere wichtige Energie. Ich lege mich auf den Boden. Der Boden ist schön kühl. Hier hält man es gut aus. Ich lege mich neben dich. Schwitzen ist auch schön. Du bist echt charmant, Max. Ich habe keinen Hunger, Anna. Kochen ist heute absolut verboten. Was essen wir stattdessen Frische? Wir haben eine kalte Wassermelone. Oh, die ist perfekt heute. Hol sie aus dem Kühlschrank. Sie ist eiskalt und schwer. Ich schneide sie in Stücke. Sie sieht so frisch aus. Beiß vorsichtig ab, mein Schatz. Der Saft tut echt gut. Melone besteht fast nur aus Wasser. Das löscht den Durst super. Ich mache eine kalte Limonade. Tu viel Eis ins Glas. Hier sind 5 große Würfel. Die Zitrone schmeckt sehr erfrischend. Wir müssen viel trinken heute. 3 Liter sind echt wichtig. Das schaffen wir ganz leicht. Die Schalen kommen in den Müll. Bring den Müll heute raus. Das riecht sonst sehr schnell. Genießen wir die süße Melone. Wo ist unser alter Ventilator? Er liegt im Keller, Max. Ich gehe schnell in den Keller. Nimm die Taschenlampe mit, bitte. Ich habe ihn endlich gefunden. Er ist total staubig geworden. Ich wische ihn kurz ab.
Jetzt sieht er wieder gut aus. Wohin mit dem Teil, Anna? Stell ihn auf den Tisch. Ich stecke das Kabel ein. Mach die höchste Stufe an. Er dreht sich jetzt super. Das ist eine echte Rettung. Er schwenkt von links nach rechts. Wir bekommen eine tolle Brise. Der Wind kühlt die Haut. Das ist sehr angenehm heute. Mach mal deine Augen zu. Es klingt wie das Meer. Ich mache Meeresrauschen am Handy. Du hast für alles Lösungen. Wir bleiben einfach zu Hause. Hier ist es jetzt gut. Freunde fahren zum Wannsee, Anna. Das klingt heute wirklich traumhaft. Das Wasser rettet uns heute. Aber es gibt dort Sonne. Wir suchen uns einen Schatten. Ich packe unsere Strandtasche jetzt. Was brauchen wir für heute? Handtücher, Badesachen und ein Buch. Sonnenbrillen müssen auch mit rein. Ein Sonnenhut schützt den Kopf. Die Sonne ist extrem stark. Fahren wir mit dem Auto? Die U-Bahn ist zu heiß. Das Auto hat eine Klimaanlage. Ich mache sie gleich an. Dann bleibt es schön kühl. Nimmst du ein paar Snacks? Äpfel und Kekse sind gut. Wir haben dann keinen Hunger. Liegt der Bikini schon drin? Ja, alles ist sicher verpackt. Ich freue mich auf Wasser. Das wird ein toller Nachmittag. Dann lass uns schnell gehen. Wir sind jetzt am See. Die Sonne brennt hier extrem. Wir dürfen nicht sofort sonnen. Wir brauchen erst viel Sonnencreme. Wo ist die weiße Flasche? Sie liegt in der Tasche. Welchen Faktor hat sie heute? Faktor 50 schützt am besten. Meine Haut ist sehr hell. Cremst du mir den Rücken? Klar, ich mache das gleichmäßig. Danke, das ist sehr lieb. Sie riecht nach Kokos. Lecker. Jetzt sind die Schultern dran. Nase und Ohren bitte auch. Das sind sehr empfindliche Stellen. Wir warten kurz bis zur Creme. Sonst ist sie sofort weg. Der Schatten unter der Eiche. Hier ist es wunderbar kühl. Siehst du das blaue Wasser? Alle springen schon freudig rein. Wir gehen jetzt zum Ufer. Der Sand ist sehr heiß. Der Sand ist kochend heiß. Ich brauche sofort Badeschuhe, Max. Fußlaufen ist keine Idee. Was schützt uns vor Hitze? Weite Kleidung ist am besten. Dünne Baumwolle lässt Luft durch.
Dunkle Farben sind jetzt schlecht. Wir tragen helle, weiße Sachen. Nimm auch deine Sonnenbrille mit. Sie schützt vor dem Licht. Ohne Brille habe ich Kopfschmerzen. Ein Strohhut ist auch gut. Er sieht bei dir schick. Deine Sporthose ist sehr praktisch. Sommerkleidung muss einfach bequem sein. Enge Sachen sind eine Qual. Ich lege mein Hemd ab. Mein Kleid hängt am Ast. So bleibt alles schön sauber. Wir haben an alles gedacht. Mit Ausrüstung macht Hitze Spaß. Wir sind jetzt perfekt vorbereitet. Das Wasser wartet auf uns. Ich laufe vorsichtig zum Ufer. Das Baden war eine Wohltat. Die Hitze steht aber extrem. Gehen wir durch den Park? Unter Bäumen ist es kühler. Asphalt strahlt die Hitze ab. Bäume kühlen die Luft natürlich. Hier weht ein leichter Wind. Die Brise tut echt gut. Wir gehen ganz langsam spazieren. Schnelles Laufen ist zu anstrengend. Wir schonen unseren Kreislauf heute. Schau, der Hund schläft dort. Tiere bewegen sich nur wenig. Die Natur macht eine Pause. Ruhen wir uns hier aus? Eine kleine Pause ist gut. Ich trinke noch etwas Wasser. Lauwarm ist bei Hitze besser. Der Körper braucht keine Wärme. Das spart dem Kreislauf Arbeit. Man lernt viel über Körper. Man muss auf Signale hören. Der Spaziergang war eine Entscheidung. Jetzt geht es zur Wohnung. Wir sind wieder zu Hause. Mein Körper klebt total heute. Ich muss jetzt sofort duschen. Nimm auf keinen Fall Eiswasser. Warum keine eiskalte Dusche, Anna? Die Poren schließen sich sofort. Dann schwitze ich noch mehr? Genau, nimm lieber lauwarmes Wasser. Gut, dann stelle ich um. Lass dir Zeit im Bad. Ich wasche den Sand ab. Das ist ein neues Leben. Lauwarm ist wirklich sehr erfrischend. Ich hole dir ein Handtuch. Ich bin in Minuten fertig. Dann gehe ich auch duschen. Ich mache das Fenster auf. Die feuchte Luft muss raus. Die Dusche war eine Wohltat. Du siehst wieder frisch aus. Jetzt bist du dran, Schatz. Ich freue mich auf Wasser. Ich warte vor dem Ventilator. Ich beeile mich für dich. Es ist schon 21 Uhr. Die Sonne geht endlich unter. Die Luft kühlt sich ab. Der Wind ist nicht heiß. Ich öffne alle Fenster weit. Ich mache den Durchzug an. Die Nachtluft kühlt alles ab.
Die Wärme zieht jetzt raus. Alles bleibt die Nacht offen. So wird es morgens kühl. Mücken kommen doch bestimmt rein. Wir haben doch die Fliegengitter. Stimmt, die halten sie ab. Wir können ruhig schlafen jetzt. Ich mache einen Pfefferminztee noch. Warmer Tee kühlt von innen. Marokkaner machen das bei Hitze. Sie wissen, wie es geht. Wir sitzen auf dem Balkon. Die Sterne sehen toll aus. Der Tag ist friedlich vorbei. Wir haben die Hitze geschafft. Wüstensommer macht mir keine Angst. Du bist ein toller Partner. Heiß. Es ist heute wirklich unglaublich heiß in der Wohnung. Der Schatten. Im heißen Sommer suchen wir immer einen kühlen Schatten. Die Abkühlung. Ein eiskaltes Wasser bringt uns eine schnelle Abkühlung. Die Wassermelone. Die süße Wassermelone schmeckt herrlich erfrischend und lecker. Der Ventilator. Der alte Ventilator macht einen künstlichen Wind im Raum. Die Sonnencreme. Wir reiben uns am Strand gründlich mit Sonnencreme ein. Schwitzen. Bei 30 Grad im Schatten muss man automatisch sehr viel schwitzen. Lauwarm. Ein lauwarmes Bad ist an heißen Tagen viel gesünder. Das Fenster. Am späten Abend machen wir alle Fenster sperrangelweit auf. Die Hitze. Mit der richtigen Taktik kann man die Sommerhitze super aushalten.